Ja, hi Leute, willkommen wieder zurück auf meinem Kanal MV Live. Und heute habe ich mal wieder ein richtig geiles Video für euch vorbereitet. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Mario und der Mario hat einen richtig super geilen M5 F10. Und ihr kennt bestimmt den Hersteller Prio Design oder den Tuner. Und er hatte als allererstes den M5 mit diesem Prio Design Bodykit. Also diese Verbreitung im halt. Er hat dann natürlich auch noch die Abgasanlage bearbeitet, hat eine Akrapovic drunter. Und ja, von der Optik her richtig super. Also gefällt mir sehr gut. Und ja, schauen wir uns den Wagen jetzt zusammen mal an. Ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Wagen sagt. Und schreibt das einfach mal drunter. Würde mich mal interessieren, wie er so da draußen so ankommt. Und ich beeile mich jetzt. Freue mich wie immer im Kommentar. Ein Like ist auch immer super gern gesehen. Aber natürlich auch, das wisst ihr ja. Und in dem Sinne viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Ja, hi Leute, so wie ihr sehen könnt, sind wir in dem schönen M5 von Mario. Mario darf auch mal Hallo sagen. Hi. Ja, hatte ich euch ja gerade schon gesagt, dass er den M5 hat, umgebaut vom Prio Design und das Bodykit. Und ich zeige ja die Aufnahmen von außen immer so nebenbei. Und ja, Mario ist echt happy mit damit. Oh, hast du den jetzt 3 Jahre? Oh, 3,5? Knapp 3 Jahre. 3 Jahre im Alt hat er den, ja. Und wie viel hattest du damals bezahlt? Ich glaube, du hast gesagt 65 oder so? Knapp unter 60. Unter 60? Ja, knapp unter 60. Also wenn man jetzt so guckt, die Preise liegen so ab 40, gehen die los jetzt, glaube ich, aber für natürlich viel gelaufen oder so. Und die sind schon ein bisschen nach unten gegangen, die Preise. Ich habe einen gesehen für 36. Für 36? Ja. Aber schon viel gelaufen, oder? Ja, mit 240.000. 140, du hast jetzt 92. Du hast den gekauft mit 60 oder wie war das? Ja, genau, mit 60. 60 war das, ja. Ich habe aber rein informativ mal angerufen. Ja. Weil ich mal wissen wollte, ob der einen Austauschmotor oder so hatte. Weil ist das schon viel, ne? 60? Nee, ich meine 240. Ach so, 140, ja. 240? 240.000. 240, okay. Und? Nee. Ne? Alles? Erster Motor, Langstreckenfahrzeug, aber... Ja, ist natürlich cool. Wie gesagt, normal sollten die auch halten, aber da sagt man ja immer so oft, aber mit dem Turbo muss man aufpassen, ne? Mit Warmfahren und so, oder? Und aber so, wie gesagt, der kennt ja meinen 5er und das ist jetzt quasi der große Bruder davon. Und ja, ist auf jeden Fall ein geiler Wagen. Farbe ist auch gut. Hast du gesagt, dass es weiß war der vorher? Ne, erst war der Silber. Genau, und der war, wo ich ihn gekauft habe, war dieses Space Metallic Grau oder so. Ich blende das mal oben ein, die Bilder hatte mir Mario noch geschickt. Genau, das war halt, den abgeholt habe. Ja. Dann kam halt eine Folierung in so einem dunklen Grau mit den keine roten Felgen. Ja. So, dann habe ich mich entschieden, den umzubauen. Dann wurde der in so ein, das war von PWF, glaube ich, eine Folie. So ähnlich wie Perlmutt. Dieses Weiß meinst du? Genau, das heißt, ja. Ich weiß nicht mehr, wie das war, so ein extrem langer Name. Ja. Ja, und jetzt sieht er jetzt so aus, wie der jetzt aussieht. Halt in diesem, diese heller, ein bisschen genau, grau. in diesem Nadeau Grau vom M3. Nadeau, ja. Okay. Wird der lackiert. Und ja, neue Z-Performance-Felgen. Ja, du hast ja gesagt, der sieht jetzt erwachsen aus, hat man gesagt. Genau. Aber vorher war wie gesagt, weiß und mit den Candy-Roten, das ist natürlich auch geil. Ja, war extrem auffällig. Extrem auffällig. Noch auffälliger als jetzt, ne? Ja. Weil jetzt hatten wir letztes Mal sind wir schon gefahren und siehst ja immer die Daumen nach oben und so auf der Autobahn. Ja. Und das ist hast du ja gesehen auf dem Rückweg. Ja. Das ist schon genial. Also wie gesagt, der Breitbau ist auch so fett. Der ist ja sowieso nicht so schmal, der M5. Aber durch den Breitbau. Und du hast ja gesagt, das war der erste M5, oder? Hatten wir ja gesagt. Genau, der erste, also richtige M5. 5er wurden schon umgebaut, aber so wie ich weiß, ist das der erste M5 gewesen, der das Prio Design Kit Breitbau-Kit bekommen hat. Ja, ich habe gesehen, 6er, 650 war das ja, aber hatten wir gesagt, das war schon umgebaut, war mal M5 noch nicht und ja, sieht super aus. Umgebaut hattest du, wie hat das Kit, dann hast du die Akrapovic-Anlage, oder? Ja, die Akrapovic-Anlage hatte ich schon so fast von Anfang an. Ja. Ist schon geil, ey. Kann ich jetzt noch hören. Der hat mal Down-Vibes gehabt.
ist raus natürlich. Momentan ist das sehr extrem mit der Polizei. Genau, das hatten wir gesagt. Und weil er den ja jetzt auch verkaufen will. Ja. Also wer Interesse hat, einfach mal drunter schreiben. Er wurde auch nicht lange gefahren mit der Software, knapp 2000 Kilometer. Ja. Natürlich auf Privatgelände. Flugplatz. Flugplatz bist du ja gefahren, genau. Oder? Ja. So aus Fun. Und ich glaube, ein paar Videos hattest du auch schon mit dem gemacht, oder? Ja, ich habe auf meinem alten Handy mal Videos. Ich hatte mal eine Seite für das Auto, aber ja, ich habe andere Sachen zu erledigen, das ist sehr stressig. Ja, ich glaube, musst dich immer drum kümmern, oder? Genau. Neue Bilder und so. Und ja, also wie gesagt, das ist ein Breitbau-Kit, dann die Software, Downpipes, Z-Performance-Felgen. Z-Performance-Felgen, genau, diese 21 Zoll, oder? 21 Zoll. Einzelanfertigung. Dreiteilige Felgen, einzeln angefertigt. Genau. Ja, eine kleine Tiefverlegung ist drin, kein Fahrwerk. Ja. Bin zufrieden mit dem Fahrwerk, was drin ist. Ja. Hast du echt schon viel gemacht. Also mehr brauchst du auch nicht machen, oder? Ist ja so. Ja. Eigentlich alles von Optik und Sound und ja, Leistung hast du ja auch genug. Was ist so, hatten wir schon drüber geredet, so was dir am besten gefällt von dem Wagen? Weil du hattest ja vor den CLK, hast du gesagt, oder? Genau, ich hatte davor einen CLK. Mhm. Was mir. Meinst du nach Serienausstattung oder jetzt so? Generell, warum du den gekauft hast, den M5? Weil du hast ja einen CLK und dann hast du ja gesagt, du bist ja so ein bisschen durch Zufall drauf gekommen, oder? So? Ja, zufällig. Also ich wollte erst war jetzt nicht so, ich wollte unbedingt irgendein Auto haben, sondern ich war eher so der spontane Typ. Da habe ich diesen A3 gesehen, der bei Audi stand. Ja, das war ein A3 2 Liter Turbodiesel. Getuned aber gemacht von Abt. Ja. Leistungssteigerung, Abwägen, Fahrwerk. Da war eine Camouflagefolierung drauf, aber das sah halt schon cool aus. Ich war aber halt jünger und dann habe ich das mit meinem Papa damals beredet. Der meinte, ich soll mir was Vernünftiges holen. Dann sind wir nach BMW gefahren und ja, dann stand der halt da und ich habe mir halt ein Limit gesetzt von 50. Und aber ich habe halt niemals gedacht, dass ein M5 so für die Leistung so günstig ist. Genau, für die Leistung so günstig war. Das ist ja auch schon fast was heißt günstig? Für manche ist das nicht günstig, aber in meinen Möglichkeiten war das halt drinne. Ja, dann Probefahrt gemacht und alles hat so gestimmt, war ich halt zufrieden. Und ich wollte halt schon immer eigentlich so ein Auto mit mehr Leistung. Ja, dann habe ich ihn halt genommen. Für den ja, dein Papa ist auch so BMW-Fan, das glaube ich. Genau, mein Papa fährt nur BMW, also sein Leben lang, seit ich den kenne. Hat eins richtig gemacht. So nochmal infiziert. X5 und davor, ich glaube ein 5er auch BMW, so einen ganz alten war das. Ja, also wie gesagt, ist ja so, du kannst ja auch Langstrecke fahren, hast echt Power, kannst Leute mitnehmen. Und was gefällt dir nicht an dem? Was war jetzt so negativ, war jetzt nicht viel, oder? Ist jetzt auch nicht? Nee, also eigentlich ist alles super bei dem Auto. Klar wäre das schon cool, wenn er Allrad hätte. Wegen der Leistung, weil so viel ist. Ja, das ist echt gefährlich mit dem Auto. Wenn es ein bisschen nass ist? Ja, auch. Wenn du aber noch Anfänger bist, noch nie so ein Auto gefahren bist. Ja. Und dich übernimmst, sag ich mal. Ja, sagt man das so? Ja, dich überschätzt. Überschätzt? Genau, dich überschätzt, ja. Dann kann es schon in die Hose gehen. Also, ja, es ist ja Heckantrieb, 2-Tonnen-Auto, und wenn du dann alles ausmachst und du gibst einmal ein bisschen zu viel Gas, dann kommt sofort quer. Oder? Ja, das Gute, der neue hat jetzt Allrad, das finde ich gut. Klar kannst du sogar entscheiden, ob du Allrad oder Heck fährst, das ist cool gemacht. Ja, die Ausstattung von BMW, ich bin froh, dass jetzt die neuen Modelle von diesem orangenen Licht auf weiß umsteigen. Genau, das hattest du gesagt, und, die sollten das, ich finde, noch einen Ticken luxuriöser, eleganter machen von innen. So, also sich schon so am Mercedes halten, aber ihr eigenen Stil. Ja, du hast gesagt, Mario fand den Mercedes ganz von Innenraum einen Tick besser, und Audi so, das ist, hatte ich ja auch so mal gedacht. Also früher BMW immer total sportlich, von Optik von außen alles super. Und innen drin, da war immer so ein bisschen nicht so viel wie jetzt bei den anderen. Genau. Aber trotzdem genial. Also negativ war jetzt nichts. Nee. Und so Werkstätte und Aufenthalte, so Service, also du hast jetzt kein Problem gehabt mit dem, oder? In den 3 Jahren jetzt? Bis jetzt noch gar nichts, nur Serviceintervalle, alles
mich dran gehalten bei BMW. Genau. Was hast du gesagt für Bremsen? Wie viel hast du da bezahlt? Kosten 2,3, also 2.300 Euro. Vorne und hinten komplett? Nee, nur vorne. Nur vorne? Also Scheiben und Belege? Genau. 2,3? Genau. Ah. Auch von BMW die Bremsen, ne? Ja, klar. Also keine Zubehörbremsen. Ja. Hinten ist ein Ticken günstiger. Ne, ist kleiner die Bremse. Genau, und Service habe ich die Sachen selber mitgebracht. Bin ich halt noch ein bisschen günstiger davon gekommen, sag ich mal so. Aber die meisten Werkstätten sagen ja nichts eigentlich, wenn du die Sachen mitbringst, also das habe ich die auch vorgeben. Gemacht. Genau, du holst dir ein Angebot am besten, dann guckst du die Artikelnummern, und dann bestellst du die irgendwo im Internet und dann bringst du die mit. Und das ist ja heute normal eigentlich. Das sage ich auch mal, kannst ein bisschen Kohle sparen. Weil wir hatten letztens gesagt, 30 Euro pro Liter Öl. Genau, also ein Liter Öl kostet dabei, wo ich den hingebracht habe, 30 Euro. Ich glaube 32 oder so wollten die. Und ich habe einen Liter Öl, genau die gleiche Marke, genau das gleiche, ne? Auch von BMW und so weiter, für 11 Euro. Ja, das ist schon krass. Klar, leben und leben lassen, aber man muss es ja nicht rausschmeißen. Wa? Genau. Also das ist echt so. Sonst bist du echt happy. Jetzt machen wir noch ein paar Aufnahmen von außen und so. Genau. Wenn ihr sonst noch Fragen habt zu dem Wagen, schreibt das einfach mal drunter, was ihr davon haltet. Nachfolger hat man noch gesagt, wo du jetzt guckst. E53 fandest du ganz geil? E53, S400, S500, ja. Coupé aber. Okay. S63 ist echt zu teuer. Ja, das ist natürlich. Oder noch ein paar Jährchen warten. Vielleicht schauen wir mal der neue R8. Naja, hattest du gesagt. Aber es ist so, muss man gucken, ne? Ja, klar. Was die Wirtschaft so bringt. Nein, also wie gesagt, echt geile Karre, super Ding. Ich hoffe, euch das Video gefallen. Schreibt einfach mal drunter, was ihr von dem Wagen haltet. Wenn ihr Fragen habt, einfach mal da runter in den Kommentaren. Und in dem Sinne, willst du noch jemanden grüßen? Deine Tuning-Firma? Ich grüße M&D, die Jungs. Und ja. Alle, die ich kenne. Genau, alle die ich kenne. Genau. Ja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, Jungs. Wie gesagt, ich freue mich über einen Like, einen Kommentar auch. Abos auch gern gesehen. Und ich sag mal, bis die nächsten Tage. Aber haut rein. Ciao. Ciao.